Hallo, witam i zapraszam zu meiner ersten Folge Schlemmen mit Przemek. Jetzt habe ich mir lange überlegt, was machst du als Pole? Pirogen, Bigos, Krupniok, Żurek, sind alles polnische Gerichte, die ich ja auch immer in meinem Restaurant hatte, wo ich in Esslingen selbstständig war. Und dann als Pole musst du natürlich Pirogen machen. Nur ist die Frage welche. Jetzt kann man nachgoogeln, kann man überall schauen. Kartoffel, Schichtkäse, Krautpilze mit Hackfleisch. Und ich habe mir überlegt, das Rezept habe ich ja schon vor 10 Jahren bei mir im Balu entwickelt. Ich werde für euch heute Pirogen machen mit Lachs, Mascarpone, Kräuterfüllung. Und dazu brauchen wir für die Nudelteigtaschen erstmal für den Teig Mehl, Eier, lauwarmes Wasser, Salz und Pfeffer. Und für die Füllung brauchen wir Mascarpone, Estragon, Basilikum, Koriander, natürlich frischen Lachs und Zitrone und Zitronenabrieb. Und mit dem Ganzen fangen wir an, indem wir erstmal uns den Teig machen. So, jetzt fangen wir mit dem Teig an. Wir nehmen Mehl und tun das in die Rührschüssel rein. Die 2 vorbereiteten Eier und Wasser, lauwarmes Wasser bitte nehmen, dass es der Klebeausweis auch löst und der Teig schön geschmeidig ist. Und würzen das Ganze mit Salz und Pfeffer und ruhig ein bisschen mehr Salz nehmen. So, das reicht, wunderbar. Dann stellen wir die Schüssel in die Maschine rein, klappen zu und machen an. Und für alle, die nicht so eine tolle Maschine zu Hause haben, einfach kneten und das altberühmte Nudelholz dazu nehmen. Yeah, clap your hands, say it together. Yes, down south in Poland, everybody a chance to meet us doing that right, the Chemek right. Cause they even let a kid get that tomato in an alley in the street, doing that right, the Chemek right. Yeah, Chemek, 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 oh. Yeah, Chemek, 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 doing that right, the Chemek right. Blow that thing. So, jetzt machen wir die Füllung. Da schneiden wir den Lachs hier in Streifen. Dann nochmal längs, so dass wir nachher eine schöne Würfel machen können. So. Und dann hier schöne Würfel. Kann ruhig ein bisschen grober sein. Das geht nämlich roh in die Pirogen. Und dadurch, dass sie dann aufgekocht werden, wird das auch schön durch sein oder rosa, je nachdem wie lange man dann das dann kocht. Aber wir braten das dann nachher an, auch noch in der Butter. So, das geht dann hier rein. Zack. Und jetzt schneiden wir uns Basilikum ganz fein, in feine Streifen. Das kann man ruhig alles auf dem gleichen Brett machen, das kommt dann eigentlich alles in die gleiche Schüssel. Da brauchen wir nicht lange uns dann Gedanken machen. Basilikum. So, dann schneiden wir den Koriander ganz fein. Das kommt auch da rein. So, und Estragon
Ja. Ganz fein. Das sind so harte Stränge, das muss man jetzt nicht da reinmachen. So, wunderbar. Dann kann das jetzt hier weg. Kurz Hände waschen. Und jetzt geht es weiter. Zitronenabrieb. Frische Zitrone. Dann ruhig gut was rein. Wäre im Geschmack. Von der ganzen Zitrone was rein. So. Da kommt Mascarpone rein. Salz und Pfeffer. Wunderbar. Und dann, ihr habt ja gehört, Hände gewaschen, kann man ruhig da rein mit den Fingern. So, und dann schön vermengen. So, und dann wäre unsere Füllung für die Pirorin, ich sage schon Maultaschen, Maultaschen ja schwäbisch, das haben immer alle gesagt im Balu, bei mir im Restaurant, die polnische Maultaschen wollen die essen, aber es sind tatsächlich Pirorin. So, dann ist es fertig und dann machen wir weiter mit dem Teig. So, unser Teig ist wunderbar. Und dann kann man uns die Maschine anmachen und dann läuft es hier. Einmal durchlassen. Yeah, clap your hands, say it together. So, dann melieren wir das nochmal einmal in der Mitte. Zusammenklappen. Einmal oben melieren und einmal unten. So, dann kann man nochmal zusammenklappen und dann nochmal durch. So, mit dem Nudelteig ist so ähnlich wie mit den Frauen. Manchmal klappt es beim ersten Mal, und manchmal klappt es erst beim zweiten Mal. Deswegen nie aufgeben. So, das wird jetzt alles geschnitten, rausgeschnitten. So, und jetzt fangen wir von vorne rein. Das hat jetzt nicht so alles funktioniert, wie ich wollte. So. Yeah, clap your hands, say it together. Ich habe gerade eben gesagt, nicht aufgeben. Guckt, und gleich ist es fertig. Und sieht gut aus. Eastern, southern Poland. Everybody a chance to meet us, doing that right. The chimney. So, jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Jetzt brauchen wir noch ein paar Helfer. Einmal so ein Ring, einmal Ei,
einmal Pinsel und da ist ja so ein Perorenformer. Ja, dann zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. So, dann machen wir mit dem Ring, machen wir uns die Piroren raus. So. So, 4 Stück. Wunderbar. Müssen wir immer aufpassen, dass von unten genug Mehl rein. So, und dann legen wir das uns hier drauf. Und dann machen wir die Füllung. So. Da kommt die Lachs Mascarpone. So ein Löffel in die Mitte. Mit dem Pinsel und mit dem Ei hier die Ränder einstreichen. So, und dann wird es mit dem Finger so ein bisschen in die Mitte gedrückt. Und dann machen wir einfach die Piroren zu. Zack, zudrücken, das hier einfach entfernen. So, und dann machen wir das auf und zack, da ist die Pirore drin. Wunderbar. Und so geht es genau wieder weiter. Schön unten mit dem Mehl, dass sie uns dann klebt. Die Lachsfüllung, ein Löffel rein. Dann wieder mit dem Ei an der Seite. Dann schön mit dem Finger in die Mitte und zudrücken. Den Teig, was man vorne nicht braucht, einfach wegmachen. Und voilà, so ist die zweite. So, 4 Stück machen wir uns. Eine Portion. Ein guter Pole ist ja manchmal 5 oder 6. Für die Damen reicht aber auch 4 Stück, denke ich mal. So. Das gleiche. Hier. Und wieder aufpassen, dass nichts rauskommt. So drücken. Bisschen Mehl drunter. Nee, dass das dann. So, sehen die nicht gut aus. Also ich glaube, die sehen bombastisch aus. So. Zack, zack. Bisschen wie Maler. Bäcker, Maler, Koch. Alles in einen. So, wunderbar. Jetzt haben wir da 4 Stück. Und weiter geht's dann mit Kochen. So, das Wasser für die Pirore ein bisschen salzen. Und dann kommen unsere Piroren rein. So, 4 Stück, die wir gemacht haben. Wunderbar. Und dann ein bisschen runterstellen. So dass nur vor sich hin köchelt. Und wenn die so ungefähr 12 Minuten müssen die jetzt im Wasser bleiben, dann sind die fertig. Die Piroren war jetzt ungefähr 10 Minuten im Wasser. Dann kann man die jetzt rausholen. Ich habe in der anderen Pfanne ein bisschen Butter. In eine Pfanne ein bisschen Butter reingelegt. Jetzt kommen dann die Pirogen rein. So. Und die braten wir uns ein bisschen mit dem Butter an. Und auch ein bisschen Salz noch.
So, wunderbar. Und jetzt richten wir es an. So, und die Peroren sind fertig. Ich habe sie hier angebraten. Ihr seht ja, wie schön groß die sind. Man kann ja auch 3 nur auf den Teller drauf machen. Auch ein bisschen von der Butter. So, voilà. Guten Appetit. So, und so sieht es aus. Lachspirogen mit einem Salat. Wenn euch das gefallen hat, einfach kommentieren, Daumen hoch machen, liken, abonnieren. Ihr wisst schon, was ihr machen sollt. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. East and southern Poland, everybody a chance to meet us doing that rat, the Chemek rat. Cause the evil little kid gets that you meet, oh, an alley in the street, doing that rat, the Chemek rat. Yeah, Chemek, 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 Chemek.